For English, Japanese, Chinese, Spanish or Russian subtitle, activate the subtitle button, please. Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zum zweiten Teil unserer Leopardgecko-Folge. Heute wollen wir euch die Aufzucht vom Jungtier zeigen und euch auch noch ein paar schöne Farbvarianten von den Leopardgeckos vorstellen. Wer uns kennt, weiß, dass wir keine Zeit scheuen. Der Jörg und ich stehen jetzt hier schon seit 40 Tagen neben dem Brutapparat und endlich ist es soweit. Wow. Da hat sich was getan. Das Ergebnis unserer Zucht sozusagen. 40 Tage später, dann wissen wir auch, was es für ein Geschlecht ist. Ne? In dem Fall ein Männchen. Ein Männchen, genau, die brauchen kürzer wie die Weibchen. So sieht es dann aus. Da sitzt er, beziehungsweise normalerweise zwei kleine dann drin. Und jetzt müssen wir den in ein Aufzuchtterrarium bringen. Ne? Genau. Mhm. Jetzt haben wir das kleine Kerlchen. Können wir den jetzt direkt in ein großes, schönes Terrarium reinmachen? Oder was empfiehlst du zur Jungtieraufzucht? Großes Terrarium geht nicht, weil der Gecko und das Futter, die würden sich nicht finden. Das Futter verkriecht sich im Eck, der Gecko ist vielleicht im anderen Eck, funktioniert nicht. Also wir brauchen einen recht kleinen Behälter für den Anfang, wo der Gecko sich wohlfühlt, wo er sein Futter finden kann. Und dann wachsen die recht schnell und nach 1-2 Monaten ist er dann groß genug fürs Endterrarium. Also ähnlich wie bei den Chamäleons, als Baby erstmal ein bisschen enger halten, damit die eben genug Futter um sich herum haben. Ja? Ganz genau. Okay. Ja. Dann haben wir natürlich schon hier ein bisschen was vorbereitet. Ne? Entweder so ein Recksystem, was wir hier haben, ne? Mit so Reckwanne, ne? Mit passende Größe. Ist das so, was dir so vorschwebt? So einen frisch geschlüpften Gecko, perfekt. Mhm. Okay. Oder alternativ halt hier, ne, also wenn jetzt einer 1, 2, 3 Geckos hat, dann wird er sich nicht unbedingt ein Reck herstellen. Der kann dann so ein Kunststoffterrarium verwenden für den Anfang, oder? Genau, erfüllt den gleichen Zweck. Bloß für kleiner oder im kleineren Maßstab dann, ne? Eben. Dann zeig uns, wie du diese Aufzuchtbox einrichten würdest, oder beziehungsweise wir zwei haben es ja schon diskutiert. Ich tendiere eher fürs natürliche Bodensubstrat, Holzsubstrat. Du sagst, nee, Zewa auf jeden Fall am Anfang. Genau, mir ist wichtig, dass es zum einen schnell und einfach zu säubern ist, dass es hygienisch ist und dass der kleine Gecko beim Fressen nicht irgendwelche großen Partikel aufnimmt. Und der große Vorteil, wenn ich jetzt so Zewa nehme, ich halte das Zewa immer schön feucht. Dadurch habe ich eine große Luftfeuchtigkeit, eine hohe Luftfeuchtigkeit im Behälter und der kleine Gecko kann sich gut häuten. Das Problem ist, wenn die Luftfeuchtigkeit zu gering ist, dann kommt der kleine Gecko nicht aus seiner Haut und im schlimmsten Fall stirbt er dann. Mhm. Und das Ganze können wir dann aber mit der Schlupfbox oder Versteckbox, wie wir vorher gesehen haben, mit Erde drin oder diese Kokosziegel, Versteckbox. Genau, feuchte wäre die Wetbox. Alternative für dein feuchtes Zewa, oder? Richtig. Und ich habe dann eben anstatt Wetbox eine kleine Versteckhöhle, weil das brauchen die Tiere, um sich wohlzufühlen. Dass sie verstecken können. Mhm. Dann richt uns das nach deinem Genau, ich zeige es dir gerade mal ein. Okay. Ja. Und wie oft tust du das Zewa dann auswechseln in dem Terrarium? Oder wie machst Sobald drauf gekotet ist. Aha. Und jeden Tag wieder feucht machen. Okay, also jeden Tag einmal Schublade auf, genau. Box auf und das Zewa wegen mit dem Spritzer Nicht Wasser. ein wenig, richtig. Also es ist bei mir fast schon nass, also nicht nur feucht, sondern nass. Und auch die Scheiben sind dann richtig beschlagen, durch das, dass dann ja auch noch durch die Wärme von der Heizung die Luft nach oben steigt, habe ich hier ein richtig feuchtes Klima drin. Und du beheizest dann jede Box mit einer kleinen Heizmatte separat oder hast du den ganzen Raum geheizt? Also ich habe generell einen recht warmen Raum und trotzdem ist bei mir das hintere Drittel von jeder Box beheizt, okay. Sodass der Gecko sich dann selber das passende Klima aussuchen kann. Also wirklich richtig drauf. Die Versteckhöhle. So. Wasserschale. Und ich wäre jetzt schon fertig. Ich könnte den Gecko jetzt direkt einsetzen. Dann setzen rein und junger Mann. Hat er sein neues Zuhause.
Okay, dann schieben wir den rein. Genau, und wie gesagt, ganz wichtig, dass es immer feuchtes Küchenpapier Das Ding hat. also jeden Tag nachfeuchten. Also überrascht mich, so feucht hätte ich ihn jetzt nicht gehalten zur Aufzucht, wobei wir eben die Boxen verwenden, aber interessanter Tipp. Nach wie vielen Wochen setzt du die dann vom Aufzuchtsbecken ins Terrarium oder würdest du, oder wann kann man die Tiere abgeben, dass sie ins Terrarium können? Also abgegeben werden Leopardgeckos so ab 12, 15 Gramm und das ist auch die Größe, wo sie dann ins Terrarium können. Das ist jetzt die Größe dann ungefähr? Genau. Okay, und wie alt ist das Tier jetzt? Der ist jetzt 7 Wochen alt. 7 Wochen. Da sind wir dann auch gleich schon bei den Farben. Absolut Hammertier, also so eine Farbe, weiß nicht, habe ich das schon mal gesehen, aber sieht gigantisch aus. Kannst du uns ja noch ein paar Highlights zeigen und dazu sagen, was es ist? Genau, da habe ich ein paar tolle Tiere mitgebracht. Hier geht es gleich los mit dem White and Yellow Tangerine Tramper Albino. Super Tiere, hat jetzt auch schon im Großen und Ganzen die Adultfärbung, also der ist dann auch als großer Gecko noch genauso schön. Das ist jetzt ein Mandarin Tangerine, also du siehst, Tangerine ist nicht gleich Tangerine, da gibt es auch große Qualitätsunterschiede. Bei den Tangerines, nachdem jetzt Kopf und Körper orange ist, noch eine Menge Carrot Tail, geht es jetzt darum, auch die Unterseite der Tiere orange zu bekommen. Und da sind wir jetzt bei den Mandarin Tangerine schon schön weit. Also Bauch schon zum Teil, die Beine sind schon orange. Also das Okay, jetzt soll er rundherum orange werden. Genau. Dann ist das neue Ziel. Okay. Und Mandarin kommt einfach, weil er halt diese Mandarinfarbe hat, oder? Es hat fast jeder Züchter seine eigene Tangerine-Linie. Okay. Und das ist jetzt die Mandarin-Linie. Es gibt Electric Tangerine. Okay. Es gibt Tod und Teufel, also die verschiedenen Tangerine-Linien. Und das ist jetzt, dass man es einfach auseinanderhalten kann. Noch kurz zu Tangerine von der Vererbung her. Das ist dann so eine Linienzucht, was man jetzt da erreicht, oder? Genau, es wurde Schwarz immer mehr rausgezüchtet und der Orangeanteil immer mehr reingezüchtet. höher, Also immer die besten Tiere. Okay, durch Linienzucht Genau. in dem Fall. Und so wird es jetzt hier auch wieder weitergehen. Es werden dann die Tiere, wo am meisten Orange haben, wieder miteinander verpaart werden. Und so geht es dann immer weiter. Hier habe ich einen Raining Red Stripe. Und das ist jetzt ein Rainwater Albino. Es gibt ja 3 verschiedene Albino-Linien bei den Leopardgeckos. Die Tramper-Linie, die bekannteste. Die Bell Albinos von Mark Bell. Und dann noch die Rainwater-Linie, wird auch Las Vegas-Linie genannt. Also Las Vegas und Rainwater sind die gleichen. Okay, und sind die miteinander kompatibel? Wenn du jetzt einen Bell mit einem Tramper verpaarst, kommen wieder Albinos, oder? Dann kommen wunderschöne Naturfarben raus. Okay, also ist rezessive Vererbung und nicht miteinander genetisch oder nicht allel, okay? Aber es ist ein No-Go in der Leopardgecko-Szene, jetzt einen Tramper mit einem Bell oder mit einem Rainwater zu verpaaren. Also da ist wichtig, dass man in der Linie bleibt. Macht ja auch keinen Sinn, gell? Okay. Und hier diese Raining Red Stripes, die haben dann, wenn die ausgewachsen sind, knallrote, also 2 knallrote Streifen über den Rücken laufen. Und der restliche Körper wird dann auch knallorange. Also im Moment so mit meine Lieblinge. Okay. Bei manchen finde ich es auch schade, dass die Jungtierfärbung nicht bleibt. Manche sehen als Jungtiere, also generell bei den Leopardgeckos, spektakulär aus. Und die Adultfärbung ist dann ganz okay. Die sehen zwar unterschiedlich aus, aber immer der Hammer. Okay, als Jungtier wie Adult gleich sensationell, meinst du? Genau, also unterschiedliche Färbung, aber immer noch sensationell. Okay. Ja. Hier jetzt mein Top-Tier von der letztjährigen Zuchtsaison. Inzwischen ein Holdback. Den gebe ich auch nicht mehr her. Das ist ein Sykes Rainbow Albino. Und da gibt es eben auch wieder unterschiedliche Qualitäten. Und der hier ist nahezu perfekt. Also Rainbow steht dann auch wieder für diese Streifenzeichnung. Wenn es kein Albino ist, dann gibt es da auch verschiedene Farbtöne. Braun und rötlich-orange. Also mit Rainbow als, oder? Nee. Das ist jetzt mit Tramper Albino, genau. Es gibt die Sykes Rainbows auch ohne Albino. Okay, eben das meine ich. Okay. Genau, und das ist jetzt dann die Variante mit Tramper Albino drin. Gibt es dann auch noch mit... Hast du gar nicht gesagt Sykes Rainbow Albino? Genau, Sykes ist ein Züchter in Amerika. Okay, also von ist- Sykes, aber Tramper Albino. Genau, okay. es gibt eben auch wieder verschiedene Okay. Rainbow-Linien. Ja, das ist jetzt die Linie vom Sykes, einfach, dass man es Okay. auseinanderhalten kann. Gibt es dann auch noch mit Eclipse, dann ist ein Raptor und da haben sie dann eben diese komplett roten Augen noch. Jetzt bei so einem hellen Licht, da tun die Albinos natürlich, weil sie es nicht mögen, die Augen erstmal zukneifen. Drum sehen wir die Augen jetzt nicht, aber wie ich finde, ein Hammertier. Und ich denke, dass die mir nächstes Jahr auch wieder tolle Babys bescheren wird.
Hier haben wir jetzt ein Pastell Super Galaxy. Super Galaxy ist ein Super Snow Eclipse. Und hier dann noch mit dem Pastell gehen, gibt Hammer Tiere statt weiß jetzt in Pink. Ja. Pink mit schwarzen Pünktchen. Genau, ja, und komplett schwarzen Augen durch das Eclipse gehen. Super Snows haben an sich schon schwarze Augen, hat also mit Eclipse nichts zu tun. Aber wenn dann trotzdem noch Eclipse reingekreuzt wird, dann haben sie zum einen die weißen Nasenspitzen und auch die Punkte sind nochmal komplett unterschiedlich zu den normalen Super Snows. Und Super Snow ist Super Snow, weil es eine kodominante, also es gibt Snow und Snow mit Snow gibt Super Snow, oder? Genau. Okay. Wunderschön und trotzdem bezahlbar sind diese Blood Emerine. Also Blood ist auch wieder eine Tangerine-Linie und das Emerine, das ist die grüne Färbung. Und man erkennt es jetzt hier bei dieser Mischung hier, man hat diese grünen Bereiche und dazwischen dieses ganz kräftig orangene vom Tangerine. Also auch wunderschöne Tiere, zum Teil auch noch mit viel Carrot Tail. Und in dem Fall dann kein Albino mit drin, sondern Genau. Schwarz mit drin zum Teil. Ganz genau. Gibt es auch noch als Albinos. Sieht noch mal besser aus, hat dann noch weiße Flecken mit drin. Das Schwarz oder Dunkelbraun ist dann natürlich weg. Die Augen rot, also auch wunderschöne Tiere, aber dann schon wieder teurer, während die jetzt bezahlbar sind. Erschwinglich ist, okay. Hier jetzt mein absolutes Highlight, die Original Black Knights in der besten Qualität. Ich habe jetzt extra auch noch ein Jungtier mitgebracht, dass man sieht, wie die schon schlüpfen. Sind also recht kohlrabenschwarz beim Schlupf, gell? Genau, und das bisschen Gelb, wo der jetzt noch hat, das wird in den nächsten paar Wochen verschwinden. Und dann hat man einen pechschwarzen, wunderschönen Leopardgecko. Und die Black Knights sind so das teuerste im Moment, was es so auf dem Leopardgecko-Markt gibt, oder? So Absolut, sagen kann, oder? absolut. Okay. Und in der Qualität auch nur sehr schwer zu bekommen. Und aber auch reine Linienzucht, Richtig. oder? Einfach immer schwärzer und schwärzer gezüchtet, Genau, dass man so dunkle Tiere bekommt. genau. Und dadurch gibt es eben auch noch eine recht große Streuung, eine Qualität. Es gibt Tiere, die sind auch reine Black Knights, aber kaum von einem Wildtier zu unterscheiden, bis hin zu jetzt solchen High-End-Tieren, wie wir es hier Kann es sein, haben. dass wenn bei dir welche schlüpfen, dass auch welche rauskommen, die viel heller sind? Ja. Und den, wo du jetzt hier mitgebracht hast, ist halt ein besonders dunkler oder Genau, guter. genau. Also ich habe leider nicht nur solche rabenschwarzen Tiere, Okay. aber jetzt zum Zeigen habe ich natürlich die Creme de la schönsten Creme mitgebracht. Ja, ich denke, wir haben absolut hammercoole Tiere gesehen. Also ich werde hier auch bald zum Leopardgecko-Fan, muss ich echt zugeben. Hier noch ein Highlight zum Schluss sozusagen, beziehungsweise vorher beim Anfang haben wir schon angesprochen, das ist kein Macularius, ne? Also nicht der übliche Leopardgecko. Das ist was für einer, Jörg? Genau, das ist jetzt eine von den anderen Arten, Euplepharis fuscus. Wunderschöne Tiere mit einem tollen Wesen, gemütlich, anschmiegsam. Leider kaum zu kriegen, gell, in der Terroristik. Noch bis jetzt. inzwischen, wenn man ein bisschen sucht, dann wird man Nachzuchten Findet man finden. Ich arbeite auch dran. Okay, gibt's bald. Dann wie immer zum Schluss mein Hinweis auf die gute Literatur. Es gibt wirklich tolle Leopardgecko-Bücher. Leute, holt euch Bücher, lest die. Wir können hier natürlich eine halbe Stunde schön was erzählen und zeigen, aber trotzdem nicht alles, was in den Büchern steht. Also besorgt euch Bücher, lest die, so werdet ihr einen guten Terrarianer. Also dann bleibt mir treu, checkt im Jörg sein Brogi Exotics, seine Leopardgeckos, checkt meine Balls und danke, dass du da warst, Jörg. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich habe gerade gesagt 40 Tage, was haben wir dann für ein Geschlecht? Wer hat aufgepasst? Ein Weibchen, hätte ich da jetzt mal vermutet, Ein Weibchen, genau. genau. 40 Tage später. So sieht es dann aus. Nee, ein Männchen. Männchen, klar. Echt, oder Weibchen was? brauchen ja länger. Ey, ich frage dich vorher extra. In dem Fall 40 Tage. Da Ein weiß Männchen, Stefan. Mann. Stört die, wenn die hier auf dem Tisch steht? Sieht man die? Ja, das stört schon. Also, Sowas, ja, weißt du? mir fehlt gerade Enthusiasmus, aber ja, guck, Ja, aber aber der muss jetzt kommen. Und go! danke, dass ich da sein Was durfte. ist denn der Unterschied zwischen diesem Buch und diesem Buch? Das ist gleich. War alles okay so? Ah ja?